Hallo und willkommen. Bereit, Deutsch zu lernen. Hier ist dein täglicher Podcast. Einfach Deutsch. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wenn du Deutsch lernst und im Alltag sicherer sprechen möchtest, bist du hier genau richtig. In diesem Podcast geht es nicht um schwere Grammatik. Es geht um echtes Deutsch, so wie Menschen wirklich sprechen. Viele Deutschlernende verstehen viel. Sie lesen Texte, sie hören Videos, aber sie trauen sich nicht zu sprechen. Warum ist das so? Weil sie Angst haben, Fehler zu machen. In diesem Podcast lernst du, wie du trotz Fehlern sicher sprichst und natürlicher klingst. Beginnen wir mit einer einfachen Wahrheit. Perfektes Deutsch gibt es nicht. Auch Muttersprachler machen Fehler. Was im Alltag wichtig ist, ist nicht Perfektion, sondern Verständlichkeit. Stell dir vor, du bist im Alltag unterwegs, im Supermarkt, im Bus, bei der Arbeit. Du musst etwas sagen und plötzlich ist dein Kopf leer. Das passiert vielen und das ist normal. Deshalb arbeiten wir hier mit einfachen, echten Sätzen. Zum Beispiel im Alltag. Du willst etwas fragen? Viele Lernende denken lange nach. Sie suchen das perfekte Wort. Aber im Alltag reicht oft ein einfacher Satz. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Dieser Satz öffnet fast jedes Gespräch. Oder du bist im Geschäft, du möchtest etwas kaufen. Viele sagen nur ein Wort, aber besser ist ein ganzer Satz. Ich hätte gern dieses Produkt, bitte. Dieser Satz klingt freundlich und er funktioniert überall. Ein sehr wichtiger Punkt beim Deutschlernen ist das Zuhören. Wenn du viel hörst, lernt dein Gehirn automatisch. Deshalb sind Podcasts so effektiv. Du hörst echte Sprache mit Rhythmus, mit Pausen. Hör nicht nur zu, sprich mit. Wenn du einen Satz hörst, stoppe kurz und sprich ihn laut nach. Das nennt man Shadowing und es ist eine der besten Methoden. Jetzt ein ganz wichtiger Tipp: Hab keine Angst vor Akzent. Ein Akzent ist kein Fehler. Ein Akzent zeigt, dass du mehrere Sprachen sprichst. Viele Menschen verstehen dich auch mit Akzent. Wichtig ist, dass deine Sätze klar sind. Benutze lieber kurze Sätze, aber ganze Sätze. Nicht nur gut oder okay, sondern das ist gut für mich. Oder ja, das passt. Danke. So klingst du sofort sicherer. Ein weiterer Schlüssel zum Erfolg ist Wiederholung. Du musst nicht jeden Tag neue Wörter lernen. Wiederhole lieber die gleichen Sätze in verschiedenen Situationen. Zum Beispiel, ich hätte gern, könnten Sie bitte? Entschuldigung, wo finde ich? Diese Sätze brauchst du jeden Tag. Wenn du diese Strukturen beherrschst, kannst du sehr viel sagen. Deutsch lernen ist kein Sprint, es ist ein Prozess. Aber jeder kleine Schritt zählt. Wenn du heute einen Satz mehr sprichst als gestern, hast du Fortschritt gemacht. Vergleiche dich nicht mit anderen, vergleiche dich nur mit dir selbst. Und jetzt ein letzter, sehr wichtiger Punkt. Sprache ist Kommunikation, keine Prüfung. Sprich, mach Fehler, lerne weiter. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wir sprechen darüber, wie du aktiv Deutsch sprechen lernst, auch wenn du dich noch unsicher fühlst. Viele Lernende warten auf den perfekten Moment. Sie denken, ich spreche erst, wenn ich alles richtig kann. Aber dieser Moment kommt nie. Sprache lernt man durch Benutzung. Ein sehr guter Trick ist, den Alltag bewusst zu nutzen. Sprich mit dir selbst. Beschreibe, was du gerade machst. Zum Beispiel, ich gehe jetzt einkaufen, ich brauche Brot und Milch, ich bin gleich wieder zu Hause. Das klingt einfach, aber es trainiert dein Gehirn. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Fragenstellen. Stell einfache Fragen, auch wenn du die Antwort schon kennst. Zum Beispiel, Entschuldigung, wo ist die Haltestelle? Oder, können Sie mir bitte helfen? Jede Frage ist Training, jede Antwort ist Erfahrung. Jetzt sprechen wir über das Verstehen. Du musst nicht jedes Wort verstehen. Das ist sehr wichtig. Viele Lernende stoppen, wenn sie ein Wort nicht kennen, aber das ist ein Fehler. Hör weiter. Versteh den Sinn, nicht jedes Detail. So hören auch Muttersprachler zu. Ein weiterer Tipp ist das Nachsprechen. Hör einen Satz, pausiere kurz, sprich ihn laut nach. Mach das nicht nur einmal, mach es mehrmals. Mit Ruhe. So wird deine Aussprache besser und dein Selbstvertrauen wächst. Jetzt etwas sehr Wichtiges. Mach Deutsch zu einem Teil deines Tages. Nicht nur lernen, leben. Hör Podcasts beim Gehen, beim Kochen, im Bus. Auch wenn du nur halb zuhörst, lernt dein Gehirn. Ein weiterer Punkt ist Geduld. Viele wollen schnell sprechen wie Muttersprachler, aber Sprache braucht Zeit und das ist normal. Fehler gehören dazu. Sie sind kein Zeichen von Schwäche. Sie sind Teil des Lernens. Und jetzt ein letzter Gedanke für heute.
Du lernst Deutsch nicht für Prüfungen. Du lernst Deutsch für dein Leben, für Gespräche, für Arbeit, für Alltag. Viele Lernende fragen sich, warum sie Deutsch verstehen, aber nicht sprechen können. Ja, das höre ich sehr oft. Sie sagen, ich verstehe alles, aber ich kann nichts sagen. Das ist ganz normal. Verstehen kommt immer vor dem Sprechen. Genau. Das Problem ist nicht das Wissen. Das Problem ist der Mut. Viele haben Angst, etwas Falsches zu sagen. Dabei ist ein Fehler kein Problem. Ein Fehler ist ein Schritt nach vorne. Stell dir vor, du bist im Alltag unterwegs. Du möchtest etwas fragen, aber du zögerst. In diesem Moment reicht ein einfacher Satz. Zum Beispiel, Entschuldigung, ich habe eine kurze Frage. Dieser Satz ist sehr stark. Er gibt dir Zeit und eröffnet das Gespräch. Und der andere weiß sofort, dass du etwas sagen möchtest. Ein weiteres Problem ist, dass viele zu lange nachdenken. Ja, sie bauen den Satz im Kopf, bevor sie sprechen. Aber Sprache funktioniert nicht so. Sprache ist spontan. Man spricht und dann korrigiert man sich. Genau wie Kinder. Sie sprechen nicht perfekt, aber sie sprechen. Ein guter Tipp ist, mit kurzen Dialogen zu üben. Zum Beispiel im Alltag. Wie war dein Tag? Mein Tag war gut, danke. Und deiner? Auch gut, ich hatte viel zu tun. Solche Dialoge sind einfach, aber sie sind sehr wichtig. Man kann sie überall benutzen. Bei der Arbeit, mit Nachbarn, mit Kollegen. Ein weiterer Punkt ist das Zuhören. Ja, wenn du gute Dialoge hörst, lernst du automatisch, wie Gespräche aufgebaut sind. Nicht nur Wörter, sondern ganze Strukturen. Zum Beispiel Begrüßung, dann Thema, dann Abschluss. Viele vergessen den Abschluss. Stimmt, ein Gespräch endet nicht einfach. Man sagt zum Beispiel, danke für das Gespräch oder es war schön, mit dir zu sprechen. Das klingt freundlich und sehr natürlich. Was würdest du Lernenden raten, die schüchtern sind? Klein anfangen, nicht lange Gespräche, kurze Sätze. Ein Satz ist besser als kein Satz. Genau, und morgen 2 Sätze. So entsteht Sicherheit. Und Sicherheit bringt Freude. Deutsch lernen soll nicht stressig sein. Nein, es soll Teil des Alltags werden. Ein Gespräch hier, ein Satz dort. Und plötzlich merkt man, ich kann sprechen. Das ist ein sehr schönes Gefühl, Und genau dafür machen wir diesen Podcast. damit Deutsch sprechen normal wird. Nicht perfekt, aber echt. Alex, viele Lernende sagen mir, dass sie im Unterricht gut sprechen, aber im echten Alltag blockieren sie. Ja, das kenne ich. Im Unterricht fühlt man sich sicher. Im Alltag ist alles schneller. Genau, die Menschen sprechen schneller und man hat keine Zeit nachzudenken. Deshalb ist es wichtig, Alltagssituationen zu üben, nicht nur Übungen im Buch. Lass uns eine typische Situation spielen. Montagmorgen bei der Arbeit. Gerne, ich fange an. Guten Morgen, Anna. Wie war dein Wochenende? Guten Morgen. Mein Wochenende war ruhig. Ich habe mich viel ausgeruht. Und deins? Es war ein bisschen stressig. Ich musste am Samstag arbeiten, aber am Sonntag hatte ich Zeit für mich. Siehst du, das sind schon mehrere Sätze, aber ganz einfache. Ja, und sie reichen völlig aus. Viele Lernende denken, sie brauchen komplizierte Wörter. Dabei braucht man eher klare Strukturen. Zum Beispiel beim Erzählen. Zuerst sagen, wie es war, dann ein Detail. Genau, nicht alles auf einmal. Nächste Situation. Smalltalk in der Pause. Okay, hast du heute viel zu tun? Ja, ziemlich viel. Ich habe mehrere Termine und wenig Zeit. Oh, das kenne ich. Bei mir ist es ähnlich. Das ist ein typischer Dialog. Kurz, aber natürlich. Und sehr oft benutzt im Alltag. Jetzt eine schwierigere Situation. Du musst etwas erklären, aber dir fehlt ein Wort. Dann darf man nicht stoppen. Genau, man kann umschreiben. Zum Beispiel so. Ich suche ein Wort. Es ist nicht groß, man benutzt es in der Küche. Ach, du meinst einen Löffel? Ja, genau, danke. Das ist Kommunikation, nicht Perfektion. Viele Lernende trauen sich nicht so zu sprechen. Dabei ist das völlig normal. Auch Muttersprachler suchen Wörter. Eine weitere wichtige Situation ist Telefonieren. Oh ja, das ist für viele sehr schwer. Lass uns das üben. Gerne. Guten Tag, hier spricht Alex Müller. Ich hätte eine kurze Frage. Guten Tag. Ja, gerne. Worum geht es? Ich wollte fragen, ob ich einen Termin vereinbaren kann. Natürlich. Wann passt es Ihnen?
Am besten nächste Woche, wenn möglich am Dienstag. Kein Problem, ich trage sie ein. Dankeschön. Solche Dialoge wirken lang, aber sie bestehen aus einfachen Sätzen. Und Sie geben Sicherheit. Jetzt noch ein letzter Punkt, das Gespräch beenden. Sehr wichtig. Viele Lernende wissen nicht, wie sie höflich Schluss machen. Zum Beispiel so. Vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Oder Danke für Ihre Zeit, auf Wiedersehen. Das klingt freundlich und professionell. Wenn man diese Dialoge oft hört, speichert man sie automatisch. Nun, wir sind zu Ende unseren heutigen Podcast. Vielen Dank, dass du weiter zugehört hast. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Bis zur nächsten Folge und viel Erfolg beim Deutschlernen.